Die geflügelten Ameisen zu Spangenberg. Im Schlosse zu Spangenberg kann man bis auf den heutigen Tag, am Laurentiustag oder auch einen Tag früher oder später, eine merkwürdige Erscheinung beobachten. Man sieht nämlich große Scharen sogenannter geflügelter Ameisen durch den Schornstein, welcher auf der inneren Vorderpforte durch den Turm geht und, wie man sagt, durch keinen anderen herab ins Schloss fallen. Diese kriechen dann auf dem Schlossplatze herum, sterben aber endlich und geben einen üblen Geruch von sich. Man erzählt, dass gewöhnlich an demselben Tage, wo sie schwärmen, ein starkes Gewitter mit Sturm und Hagel etc. kommt. Über diese regelmäßige Wiederkehr dieser Ameisenschar erzählt man dem Besucher des Schlosses folgende sonderbare Geschichte. Es wohnte vor langen, langen Jahren auf Schloss Spangenberg ein mächtiger Graf, dem alle Dörfer im Umkreise gehörten und der nebenbei ein eifriger Jäger war. Dieser hatte eine sehr schöne junge Frau und bei dieser zu ihrer Bedienung einen Edelknaben, der leider gegen die Reize derselben nicht gleichgültig blieb und seine Gefühle zuweilen offenbar an den Tag legte, mehr als es sich für die Stellung, welche er einnahm, passte. Sein Herr hatte mehrmals Gelegenheit gehabt, dies wahrzunehmen und ihm auch infolge davon die ernstesten Warnungen zugehen lassen. Allein sei es, dass er doch noch hoffte, seinen Zweck zu erreichen, oder dass er zu viel von der Nachsicht seines Gebieters erwartete, er schlug alle Vorsicht in den Wind und wagte es auch fernerhin, die Gräfin mit seinen frechen Anträgen zu verfolgen. Pflichtgetreu setzte sie ihren Mann davon in Kenntnis. Dieser ließ ihn festnehmen und ins Burgverlies werfen. An einem der folgenden Tage ließ er all seine Freunde und Nachbarn zu einer großen Jagd in seinen Wäldern am Bromsberge und dem gegenüberliegenden Junkerkopfe einladen. Dieselben erschienen auch in großer Anzahl. Man zog hinaus in den Wald, erlegte eine Masse Wild und versammelte sich abends zur festlichen Tafel in der Halle des Schlosses. Als alles beim Becher saß, da fragte der Burgherr wie zum Spaße seine Gäste, was sie wohl mit dem machen würden, der während sie hier schmausten, zu Hause ihre Gattinnen zu verführen trachtete. Die Angetrunkenen überboten sich im Ersinnen von Martern, welche sie einem solchen Frevler antun wollten. Einer aber meinte, ich würde einen solchen Buben nackt ausziehen, seinen Körper mit Honig beschmieren, ihn dann an der obersten Turmspitze in einem Käfig heraushängen und so von den Insekten zu Tode stechen lassen. Das billigten die anderen, ohne eine Idee zu haben, dass es sich hier wirklich um etwas Ernstes handele. Dann suchte jeder sein Lager und am anderen Morgen zogen sie wieder von Spangenberg ab, ohne die Folgen ihres grausamen Urteils zu ahnen. Der Ritter ließ nun einen geschickten Schmied aus der Stadt kommen und von diesem einen festen Käfig von starkem Eisendraht fertigen. Als derselbe gebracht wurde, holte man den Edelknecht aus seinem Kerker, entkleidete ihn, beschmierte seinen ganzen Körper mit Honig, steckte ihn dann in den Käfig und brachte diesen hinauf an die Turmspitze, wo man ihn festband. Bald sah man von unten, dass sein ganzer Leib schwarz war. Das waren die unzähligen Insekten, die sich an ihn von der Süßigkeit des Honigs angelockt festgesetzt hatten. Ihre Stiche, unlöschbarer Durst und die senkrecht auf seinen Scheitel herabfallenden Strahlen der Augustsonne machten ihn wahnsinnig und töteten ihn in wenigen Tagen. Da diese schauervolle Bestrafung gerade am Tage des heiligen Laurentius vorfiel, so hat man das Erscheinen dieser schwarzen Ameisen, welche seit jener Zeit gerade an diesem Tage fast regelmäßig erst in einer schwarzen Wolke über jener Turmspitze hängen, dann auf einen nebenan aus dem Dache hervorragenden goldenen Schornstein fallen und durch diesen sich in solchen Massen in die Gemächer und Säle des Schlosses verbreiten, dass sie oft zollhoch den Fußboden bedecken und nach ihrem bald erfolgenden Absterben in große Haufen zusammengekehrt und auf den Mist geworfen werden, hiermit in Verbindung gebracht. Der Drahtkäfig soll übrigens bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts noch im Schlosse vorhanden gewesen, dann aber von einem Kommandanten verkauft worden sein. Die nächste Sage folgt schon bald. Wenn du wieder dabei sein möchtest, lass gern ein Abo da.